Hallo meine Lieben, ich habe heute eine kleine Idee, wie ihr eine Laterne mit einem Halloween-Motiv für eure Kleinen mit dem Plotter basteln könnt. Mehr dazu gleich nach dem Intro. Damit ihr seht, was wir heute machen werden, das ist ein kleines Laternchen, Halloween-Laternchen, das ihr ganz einfach mit dem Plotter machen könnt. Und hier ist einfach Seidenpapier und Plastik drauf. Und ja, so habt ihr für eure Kleinen was um das auf den Nachttisch zu stellen. Ich mache jetzt kurz das Licht aus. Dann seht ihr auch, dass das wirklich auch schön leuchtet. Und wie ihr so eine Laterne machen könnt, das gucken wir uns jetzt gleich an. Für die Laterne braucht ihr auch wirklich nicht viel. Ihr braucht Karton, Fotokarton oder Bastelkarton, wie auch immer man das nennt. Ich habe hier ein 300 Gramm in Schwarz. Da braucht ihr ein paar Stücke dafür. Hängt natürlich davon ab, wie groß ihr die Laterne machen wollt. Wie ich die Laterne im Plotter-Programm kurz gestaltet, das zeige ich euch gleich. Ich habe hier auch noch einen Streifen und oben einen Bogen drüber machen. Den habe ich jetzt nicht extra mit dem Plotter ausgeplottet, sondern den habe ich einfach sonst zugeschnitten. Ihr braucht eben ein Motiv auf Seidenpapier. Das könnt ihr so wie ich ausdrucken. Ne? Dafür, dass man das machen kann, klebt ihr einfach ein Stück Seidenpapier schön straff auf ein Stück Papier und dann könnt ihr das in den ganz normalen Drucker reingeben. Ich habe es hier mit einem Tonerdrucker gedruckt, weil ich das Ergebnis halt einfach immer schöner finde. Aber so könnt ihr wunderbar Motive verwenden. Ihr könnt es aber auch stempeln oder wie auch immer ihr das haben wollt. Also da geht vieles. Es geht einfach darum, dass ihr so ein Motiv habt für die 4 Fenster. Wir werden Sichtfenster drin haben und weil das Seidenpapier schon sehr dünn ist, werde ich das hinterlegen mit diesen Plastikteilen. Die habe ich einfach so zugeschnitten, dass es ringsherum 1 cm größer ist als das Sichtfenster, was wir machen. Ich sage hier euch jetzt extra noch nicht die Größen, weil ihr sollt es selber dann bestimmen, wie groß ihr das haben wollt. Dann zum Kleben, ich habe ein dünnes Doppelklebeband und ein bisschen dickeres. Ich habe Flüssigkleber auf dem Tisch. Eben zum Ankleben, hier habe ich ganz normales Klebeband verwendet. Und dann braucht ihr eine Lichterkette, weil ich würde jetzt da nicht unbedingt, weil wir arbeiten mit Papier hauptsächlich, ich würde jetzt nicht unbedingt eine Kerze reinstellen, sondern einfach so eine Lichterkette reinstellen. Was zum Anzeichnen, Falzbein, Schere ist immer gut. Und dann habe ich die Plastikteile zum Beispiel und auch den Streifen oben habe ich mit dem Hebelschneider geschnitten. Ich zeige euch jetzt kurz auf dem Plotterprogramm, wie ich die Laterne designt habe quasi und wie ihr die dann zuschneiden könnt. Dafür gehen wir kurz auf den Canvas. Um die Laterne zu gestalten, macht es jeweils so. Ich zeichne mir das mal so auf, wo ich denke, das sind die Elemente, die ich brauche. Ich habe hier das Langeck, das ist die eine Seite der Laterne und ein Sichtfenster. Das habe ich auf 10 cm mal 15 cm, das heißt 10 cm Breite, in der Höhe 15 cm gemacht. Und das Sichtfenster ist 7 cm mal 10,5 cm. Dann habe ich den Boden, der muss logischerweise gleich breit sein wie diese Seite, das heißt es sind 10 cm mal 10 cm. Dann habe ich hier drüben eine Klebelasche, die ist 1 cm mal eben die Höhe 15 cm. Und hier oben habe ich auch noch eine Lasche, die ich dann reinlegen werde, die aber bei jeder Seite auch braucht. Das sind dann auch logischerweise 10 cm und in der Höhe sind es 25 oder 2,5 cm. Und das habe ich dann einfach, hier diese mittleren Stücke habe ich zentriert, damit die wirklich schön aufeinander liegen und das hier schön anschließt.
Die behalte ich alle, ich markiere mir die alle und sage hier einfach duplizieren. Und die bringe ich wieder genau dahin, wo das andere Element liegt, also wirklich genau drauf. Wenn es euch einfacher geht, um das zu erkennen, könnt ihr die vorherigen Elemente einfach markieren und da sagen, die Linie ist nicht schwarz, sondern zum Beispiel pink. Dann fällt es dann wirklich auf. Sehen wir jetzt nicht, weil die schwarzen Linien drüber sind. So. Die hier, die sperren wir jetzt alle. Das heißt, ich kann hier einfach das Schlösschen anklicken und dann bewegen die sich auch nicht mehr. Bei der Laterne, also alle Teile, die wir jetzt haben, die müssen wir miteinander verbinden. Und wie machen wir? Also bis auf das Sichtfenster natürlich. Hier oben will ich abgerundete Ecken haben, das heißt, ich nehme hier ein Rechteck und das ist schon auf 10 cm und dann kann ich das hier einfach wirklich schön drüber platzieren und das mit dem Langeck von der Laterne einfach verbinden. Da gehe ich bearbeiten, runterscrollen und hier unten bei Überlappung verarbeiten könnt ihr verschmelzen. Dann haben wir hier schon mal einfach ein langes Teil. Dann brauchen wir hier diese Klebelasche noch und die, um die verschmelzen zu können, ziehe ich jetzt einfach ein bisschen rein. Dann kann ich dieses Element nehmen und dieses Element nehmen und auch die verschmelzen. Dito hier unten, auch der Boden, den kann ich ein bisschen länger machen und das dann mit dem Rest auch verbinden. So, jetzt. Wenn ich die pinkigen Formen ausblende, dann seht ihr, haben wir zwar die Form, die wir brauchen, aber ich brauche jetzt noch Perforierungslinien und das ist genau der Grund, warum ich die anderen Elemente nicht gelöscht habe, sondern die stehen gelassen habe. Weil jetzt kann ich wunderbar ganz einfach hier eine Linie zeichnen. Da seht ihr auch, er will schon auf die richtige Markierung und da kann ich einfach hier von da bis da eine Linie ziehen, von da bis da eine Linie ziehen und von da bis da eine Linie ziehen. Nochmal draufdrücken und dann schließt sich das Ganze. Und dann können wir dieser Linienform sagen, unter Eigenschaften, dass es eben keine durchgezogene Linie ist, sondern eine Perforierungslinie. Jetzt, wenn ich das rosarote wieder ausblende, seht ihr, dass wir hier wunderbar die Perforierungslinien haben. Das heißt, wenn ich das jetzt ausplotte, dann werden hier Punkte geschnitten und die kann ich nachher verwenden, um das da genau zu biegen. So, jetzt was wir brauchen noch, ist oben noch ein Deckel drauf und den mache ich auch auf 10 cm mal 10 cm. Was ich da aber noch haben will, ist vorne eine Lasche, um das dann einzustecken. Und da nehme ich auch wieder dieses Element und damit ich weiß, dass das dann 1 cm ist, gebe ich hier kurz so ein Langeck drauf und sage dem, nehmen wir hier 2,5, also 25 mm. Auch da wieder gucken, dass die Linien miteinander abschließen. Und jetzt weiß ich, okay, mit dem Element hier kann ich so weit hoch, dass es hier anschließt. Und jetzt kann ich auch diese beiden Elemente nehmen, die miteinander verschmelzen. Und ich sehe hier wieder, wo muss die Perforierungslinie hin. Das heißt, ich gehe auf Linien, sage zack, zack, nochmal drauf, um das abzuschließen, auf Bearbeiten und hier die Perforierungslinie machen. Dann können wir dieses Langeck auch wieder löschen. Und das ist eigentlich alles, was ich brauche. Das heißt, den Deckel werde ich jetzt einmal ausplotten und das hier werde ich 4-mal ausplotten. Wenn ihr die Größe verändern wollt, das heißt die
guckt jetzt, dass ihr wirklich das Maximale hinbekommen würde, dann müsst ihr einfach immer alles markieren, damit es nachher noch zusammenpasst. Aber per se kann ich das jetzt an meinen Plotter übergeben. Das Papier, was ich verwende, ist ein 300 Gramm Papier und deshalb werde ich das mit dem Schneidemesser auf eine 6 eingestellt schneiden. Wenn ihr das dann ausgeplottet habt, dann solltet ihr jetzt 4 solche Elemente haben. Die Vierecke, die es innen ausgeplottet hat, die nicht wegschmeißen, die könnt ihr sicher für ein anderes Projekt noch verwenden. Und dann haben wir oben noch den Deckel. Jetzt können wir bei allen Elementen kurz die Falzlinien knicken. Und bevor ich jetzt damit fertig mache, werde ich noch kurz die beiden Motive ausschneiden. Da lege ich mir jetzt einfach, ihr habt ja hier bestimmt, wie groß ihr das Fenster haben wollt, eben dieses Plastik sollte ringsherum 1 cm größer sein. Da legt ihr das Motiv einfach schön in die Mitte davon oder so wie ihr es ausgerichtet haben wollt. Dann könnt ihr das hier ringsherum kurz anzeichnen, damit ihr das entsprechend ausschneiden könnt. Jetzt werde ich bei dem hier oben einen Streifen mit dem schmalen Doppelklebestreifen hinmachen. Weil das Seidenpapier braucht nicht wirklich viel Kleber, damit es dann an Ort und Stelle bleibt. Dann könnt ihr quasi das Papier hier schön drauflegen, unten abschließen und dann schön flach hochstreichen, damit es hier schön gerade drauf liegt. Und dann könnt ihr unten den Klebestreifen auch noch ablösen. Und schön gerade runterstreichen. Und dann hält das schon an der Plastikfolie. Und die Plastikfolie selber, da machen wir jetzt ringsherum sicherheitshalber doch auch mit dem schmalen, damit da wirklich nichts dann hervorguckt. Einfach auch ringsherum. Wir müssen zuerst die Laterne zusammenkleben quasi, um dann die Fenster anzubringen. Oder zumindest 3 Seiten davon. Das heißt, die Laterne kommt jetzt quasi ein Element nach dem anderen aufgereiht aneinander. Hier auf diese Klebelasche. Schön einfach gucken, dass die Perforierungslinien miteinander abschließen. Und dann feststreichen. Dann, was wir auch gleich machen können, ist an einer Lasche den Deckel anbringen. Hier einfach auch schön mit der Perforierungslinie abschließen. Und das Ziel ist ja,
wenn die zusammen ist, dass ich die vorne einklappen kann. Und deshalb müsst ihr einfach gucken auf der gegenüberliegenden Seite, dass hier, die Lasche kleben wir rein. So, und jetzt können wir auf 3 Seiten die Elemente anbringen. Wo ich es nicht mache, ist hier vorne oder hinten, weil hier kommt nachher noch diese Klebelasche drauf und ich will das Bild dann vor die Klebelasche setzen und nicht, dass der Klebelasche im Weg ist. Jetzt könnt ihr euch so überlegen, was soll wohl ersichtlich sein. Ich will das Happy Halloween vorne und dann sag effektiv hinten. Das heißt, genau das Element brauche ich jetzt noch nicht. Dann machen wir die anderen bereit. So, jetzt haben wir gesagt, das ist vorne, ne? Und vorne ist dieses Fenster hier. Dann kann ich das hier ausrichten und einfach, ihr seht ja quasi durch das Seitenpapier hindurch. So soll das Element zu liegen kommen und jetzt kann ich hier ganz einfach die Streifen noch abziehen. Und so haben wir schon unser erstes Fenster. Et voilà. Und wenn diese 3 Fenster schon mal befüllt sind, dann können wir jetzt das Ganze schließen und das letzte Bild kleben wir dann noch rein, wenn die Seiten zusammengeklebt sind. Dann könnt ihr die oben kurz schließen. So, dann. Jetzt können wir unten kleben. Ich gucke immer das so an, dass quasi das, was vorne ist, dass ich das zuletzt klebe. Von dem her gehe ich hier zuerst mit den Seiten. Und dann noch die vordere Seite. Und durch diese 4 Lagen habt ihr jetzt wirklich die Gewissheit, dass der Boden da auch wirklich hält. Jetzt müssen wir noch das letzte Fenster ankleben. Jetzt für den Bogen habe ich hier eine kleine Verstärkung einfach drauf geklebt und wir werden den Bogen nicht draufkleben, weil der muss sich bewegen können, also ich muss den nach vorne oder nach hinten biegen können, damit ich den Deckel öffnen kann und deshalb brauchen wir hier ein kleines Loch rein, schön mittig, respektive
zeichne mir das kurz an. So in etwa hier in der Mitte. Und gebe hier zuerst ein kleines Loch rein. Dann kann ich das schön draufhalten und mir das anzeichnen, wo ich hier das Loch brauche. Achtung, nicht hinten in die Finger reinstechen, ne? Dasselbe machen wir auf der anderen Seite. Je nachdem, wie viel, also meine Laterne hier ist jetzt nicht gedacht, dass man die, weiß nicht wohin trägt, sondern mehr so, um quasi auf den Nachttisch zu stellen. Und deshalb gehe ich hier auch mit kleinen Brads. Brauche ich gar nicht so große. Wenn ihr natürlich da wirklich, wenn die dann herumgetragen wird, dann müsstet ihr schon etwas stärkere nehmen. Dann könnt ihr hier mit dem Brad durch dieses kleine Loch durch. Und dann dito auch hier durch das Loch durch. Dann entgegendrücken und von innen quasi diese Zähnchen auseinander stoßen. Und dann hier schön dran legen. Und ihr seht, jetzt kann ich immer noch das Ding hier bewegen. Und jetzt muss natürlich noch ein Licht rein. Ich habe jetzt ein relativ kleines Licht, da könnt ihr natürlich auch etwas Größeres reinstellen. Oder es gibt ja auch diese Halloween-Kerzen zum Beispiel, die flackern. Also je nachdem, auf was ihr da Lust habt. Das kann man dann unten reinlegen. Das Ganze quasi hier reinstoßen. Deckel zumachen. So, und schon haben wir unser kleines Kerzchen. Ne? Mit den 3 Motiven. Oder 4 Motiven oder 3 Motiven und ein Happy Halloween. Und so kann man sich die schön dann auf den Nachttisch stellen und da brennt auch nichts an, weil eben es ist keine Kerze. Und das war auch schon die Idee für heute. Ich hoffe, euch hat diese Idee gefallen und ihr habt Lust, es selber auch nachzubasteln. Die Materialien, die ich verwendet habe, die werde ich euch unten in die Links reinstellen. Und wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut das doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch weiter. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald!